die Hauptverkehrsstraße in Dippertz. Für 2 Millionen Euro wurde die 2 Kilometer lange Strecke saniert. Die Kosten für die Fahrbahnsanierung trägt Hessen Mobil. Die Gehwege zahlen Kommune und Anwohner. So sieht es die Gemeindesatzung vor. Das wollten die Mitglieder der Bürgerinitiative ändern und die Straßenbaubeteiligung abschaffen. Dazu gab es eigentlich eine mehrheitliche Zusage der Gemeindevertretung. Die CDU hatte uns ja versprochen, die Straßenbeiträge abzuschaffen und hat das eben nicht getan. Und deshalb sehen Sie auch auf den Schildern Wortbruch CDU. Es wurde aber halbiert. Es wurde um 50% reduziert, ja. Können Sie doch zufrieden sein, oder? Wir sind nicht unzufrieden. Wir haben Teilerfolg erzielt, aber wir wollten natürlich die volle Abschaffung, weil, wie gesagt, es dient ja der Allgemeinheit und da muss auch die Allgemeinheit zahlen. Wenn die Bürger nicht mehr direkt an den Kosten beteiligt werden, könnten die Ansprüche maßlos steigen, befürchtet der Bürgermeister. Jeder möchte seine Straße gemacht haben und jeder möchte zum gleichen Zeitpunkt gemacht haben. Jeder hat dann einen bestimmten Standard, den er sich dann vorstellt. Mit einer Straßenausbaubeitragssatzung, denke ich mal, lässt sich das insgesamt von der Verwaltung auch einfacher handeln. 2019 ist die Straße fertiggestellt worden. Hier haben nicht die Bürger ihrer Fantasie freien Lauf gelassen, sondern die Planer der Straßensanierung. 7 Meter breite Gehwege, gerahmt von 49 Bäumchen. Sie sollen die Bürger zum Flanieren einladen. Wer würde da an die Kosten denken? Man hätte das nicht gebraucht, ne? Man hätte die Straße... Wäre dann auch kostengünstiger gewesen, ja, oder? Ja, selbstverständlich. Es wäre ja viel mehr geteerte Fläche und viel weniger Pflaster. Ich habe zum Beispiel mit dem Bürgersteig, der bei uns neu gemacht worden ist, eigentlich nur die Arbeit. Ich muss ihn kehren, ich muss die Schnee schippen, ich nutze ihn am allerwenigsten. Nur halt zum Demonstrieren, so wie heute. Was sie aber viel sinnvoller gefunden hätten, statt eines verbreiterten Gehwegs, wäre... Man hätte Radwege anlegen können. Dann kommt der Bus, ein Traktor und dann gehen die und weichen gegenseitig schon aus auf dem Bürgersteig. Und dann bin ich noch auf der Straße mit dem Fahrrad. Also da muss ich sagen, habe ich Angst. Mit ihrem Anliegen ist sie dann auch zum Bürgermeister gegangen. Bevor die ganzen Baumaßnahmen in Gang gesetzt worden sind, habe ich auch mal mit dem Bürgermeister, den habe ich halt getroffen, habe ich so gesagt, wie sieht's denn aus? Wir könnten noch die Straße lassen und trennen rechts und links einen Radweg ab. Diese Überlegung gab es, ja, das möchte ich schon sagen. Aber letztlich ist die Entscheidung so gefallen, mehrheitlich oder von allen Beteiligten, dass man sich für diese Ausbaumaßnahme entschieden hat. Auf die Frage, ob die Gemeinde heute mit Fahrradweg planen würde, ist die Antwort klar. Ich bin immer noch der Auffassung, dass diese Ausbaumaßnahme, wie wir es jetzt hier in Dippertz vorgenommen haben oder wie wir sie genauso in Amenhof planen, ich würde mich auch heute noch für diese Variante aussprechen wollen. Also auch zukünftig kein Radweg und dennoch die Kosten. Im Einzelfall könnten das schon mal 10.000 Euro sein. In Dippertz haben die Anwohner gleich doppelt das Nachsehen.